Endlich hat er es geschafft. Endlich hat er I Wanna Be the Boshi durchgespielt. Hallo Chasey. Hallo, wie geht's dir? Ist gut? Einen schönen Dienstag euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle putzmunter. Wir haben verdammt geiles Wetter. Also der nicht putzmunter ist wohl krank. Behauptung von mir. Ja, was soll man sagen, ne? Schön, dass ihr alle da nochmal da seid. Deswegen, ich labere jetzt auch nicht so lange los. Das schickt gerade mein neues Handy. Oh, hast ein neues Handy? Ja, was hast du denn? Ich hoffe, kein iPhone. Ja, ich bin so der Non-Appler, sagt man, glaube ich. Wirklich so der Non-Appler. Samsung Galaxy S22 Ultra. Oh, nice. Nice. Das klingt nach einem fetten Flaggschiff. Ich hänge hier noch mit meinem Huawei P30 Pro rum, was ich wirklich, also das ist die letzte Generation an Huawei-Handy mit Google Apps. Und ich finde das Handy einfach genial, ne? Also wirklich, die Kamera ist spitze, es ist super schnell, ne? Also besonders für mich, einer, der wirklich nicht auf Handys zockt, wirklich gesagt, ist das wirklich, ich weiß nicht, wie es besser gehen sollte, sagen wir es mal so. Dann viel Spaß damit auf jeden Fall. Oh, Jefi! Jefi ist nochmal da. Hallo Jefi. Mein Guter, wie geht's? Hallöchen. Hat dir auch einen schönen Dienstagabend. Hast du das Game schon durchgezockt? Stanley Parable. So wie ich dich kenne, bestimmt schon, ne? So, ich habe auch ein kleines Problem. Wir gehen jetzt mal gerade in-game, liebe Leute. Ich habe gerade ein kleines Problem. Und zwar, ich habe das Game angemacht. Und das ist passiert. Ja. Da stand da wieder so die aktuelle Zeit einstellen. Und das ist passiert. Sekunde mal. Warte. Kann ich kurz was sagen, bevor wir loslegen? Sure. Danke, dass du die Uhrzeit beide Male eingestellt hast, nachdem du das Spiel gestartet hast. Viele nehmen diesen Schritt nicht ernst. Sie belassen die Uhrzeit einfach bei 12 und lassen es gut sein. Aber du machst dir tatsächlich die Mühe, die Uhrzeit einzustellen und das weiß ich zu schätzen. So weiß ich, dass dir diese Erfahrung wichtig ist. Du bist aufmerksam. Ich kann gar nicht wissen, ob die von dir eingestellte Uhrzeit korrekt sind. Ah, pass auf, ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe mir gedacht, bei Stanley Parable muss ich mal reinschauen. Es freut mich, dass du nochmal da bist, Jevi. Aber dir geht's gut? Hast die Karte bekommen? Ich denke mal schon, ne? Ich hoffe, du hast dich wirklich gefreut. Da du so kooperativ warst, kannst du bei deinem nächsten Spielstart, wenn du diesen Bildschirm siehst, einfach deine Lieblingszeit einstellen. Nimm einfach die Uhrzeit, die du willst, selbst wenn es nicht die richtige Zeit ist. Du hast es dir verdient. Alles klar, ich lasse dich jetzt mal weiterspielen. Dankeschön. Gut zu wissen. The end is never the end is never the end is never the end. Ihr wisst Bescheid. So, das Spiel beginnt. Und zwar, wir machen jetzt genau 100% das Gegenteil, was er sagt. Ja? Also für die Leute, die Stanley Parable nicht kennen, Stanley Parable ist ein Spiel... This is the story of a man named Stanley. Sollen wir die Story kurz nochmal an? Komm, wir machen die Story kurz Stanley nochmal. worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy.
And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Errungenschaft willkommen zurück, gerade bekommen. Gegenüber seiner Karte ist richtig professionell gewürfelt. Mir richtig. Danke, Jefi. Danke für dein Kompliment. Lustig! Ja, ist nicht gerade in time, ne? Aber es gibt in so Form momentan leider noch nichts Besseres. So, liebe Leute. Ich bin gerade am Überlegen. Also ich hab... Pass auf, ja? Ich möchte euch ein kleines Geheimnis zeigen. Und zwar diese Karten. Ja? Die habe ich selbst gemacht. Ich arbeite in einer Druckbranche, ja, und ich habe das letzte Mal drüber nachgedacht, was kann ich alles über meinen Job sagen? Und dann ist mir Folgendes aufgefallen, eigentlich alles, weil wir haben ein Firmenvideo online, öffentlich auf YouTube. Das kann ich euch mal zeigen. Da ein NFC-Tag drin ist. Nein, leider nicht. Das wäre super teuer gewesen. Pass auf. Jetzt muss man es nur noch finden. Es ist wirklich in der untersten Rubrik. Hä? Ich finde es nicht. Ich finde es jetzt gerade echt nicht. Moment. Ganz kurzer Moment. Das gibt's nicht. Es ist weg. Es ist rausgelöscht worden. Na super. Ich kann es euch nicht zeigen. Das finde ich jetzt echt ein bisschen schade. Naja. Fuck. So, Leute. Also, Stanley Parable. Jetzt zurück zum Game. Stanley Parable. Stanley Parable ist ein Game. Einfach. Man spielt es einfach. Es bricht sehr oft die dritte Wand durch. Also, er spricht mit dem Spieler selbst, sag ich jetzt mal. Und, ja. Genießt es einfach. Aufgang, pass auf! Aufgang, passt auf! Ach du Scheiße, der hat den Reifen verloren! Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Na, du geiler Wolf? Haben sie dich erwischt? Vielleicht haben sie gedacht, nein. Weil
Weil sie wissen ja, dass ich streame. Ja, also mein Firma weiß, dass ich streame. Und vielleicht haben sie es rausgelöscht, bevor ich es dir zeigen konnte. Ich weiß es nicht, aber schade. Schade, ich hätte es euch jetzt wirklich gerne gezeigt. Es wäre ein bisschen... Ich hätte mich ein bisschen geschämt dafür, aber... Ich hätte es euch gerne gezeigt. Na, du geiler Pinguin. Ja, alles super. Ja, alles super. Ich hoffe bei dir auch. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Wir gehen rechts. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Ja, und ich will eine Coke. Krieg ich eine Coke? Bitte? Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Junge, also dieser Raum ist wirklich sehr schön, im Gegensatz zu diesem orangenen, braunen, beigen, gelben. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Dann bin ich so weit. Schönen Tag gehabt. Alles klar, Reben. Dann wünsche ich dir guten Hunger. Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was Das freut mich. he decided that the game was trying to send him a message. Ja, was denn für eine Message? Tell me more about. Oder was lesen? Ja. Ja? Oh Gott, das kann ich nicht übersetzen. Ist auch viel zu klein, ich kann es nicht lesen. Steht da was drauf? Nee. Nee. Wird der jetzt sauer? Ja, er sagt nichts mehr, ne? Komm ich schon mal raus? Nee. War eine Frage, ob du eine schöne... Ja, natürlich. Bei mir ist alles super. He'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Nee, wir gehen geradeaus weiter. Ja, aber alles super. Wetter war super, Arbeit war auch relativ entspannt. Mir geht's gut, danke. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Boah, ich will wirklich gucken, ob da irgendwas noch verändert worden ist in den Ultra Deluxe Edition, aber bisher... Es kommt bestimmt Look, noch. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Ja, jetzt pass auf, der will, dass ich hier hingehe, ne? Aber nö, ich spring hier runter. Someone you... What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Nö. Never. Krüppelchen. Hallöchen, Liebes. Wie geht's? Jaycee, danke für deinen Look. Vielleicht bis später. Geht ihr mit dem Hund raus? Nochmal bestimmt, oder? Oder essen, ne? Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red
door. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Das müsstest du wissen, wenn du gut bist. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. THXel spielt ausnahmsweise mal kein Kontensimulator aka Aboshü. Schön ist das. Wie geht's dir, du geiler Pinguin, und wie geht es euch, Chat? Hallo, Güsti. Schönen Feierabend dir. Danke für deine 50 Bits. Ja, heute mal Stanley Parable. Heute mal Stanley Parable. Ich hab Bock auf das Game. Ich möchte wissen, was... Ich habe ja das erste gespielt gehabt. Ich möchte wissen, was Ultra Deluxe bedeutet. Rukato, moinsen. Moinsen, hallo. Dir auch. Schönen Feierabend. Wie geht's dir, mein Guter? Ich bin froh, dass der Tag rum ist und selbst... Oh, hast du nicht so einen schönen Tag gehabt, Krüppelchen? Mir geht's super. Mir geht's wirklich super. Es ist super geiles Wetter. Allein schon das macht... treibt die Laune nach oben. Und ja, die Arbeit ist... Ja, ging heute. Hab nichts zu klagen, auf jeden Fall. Wartet mal kurz. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Er will jetzt, dass wir nach rechts gehen, ne? Das machen wir mal nicht. Stress auch noch unter meinem... Oh shit. Oh shit, ich hoffe nichts Großartiges. Also nichts Schlimmes. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Was geben wir Ihnen? Hm? Please rate your experience. Was geben wir Ihnen? 1, 2, 3, 4 oder 5? Was denkt ihr? Was hat er verdient? Eins. Wurde vom RTW aus der Schule. Oh shit. Oh shit. Alles Gute, Krüppelchen. An den Kleinen, wirklich. Okay, 1. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Doors open. Das ist letzte Stelle, okay. Okay. Das ist mir egal, ich gehe jetzt da rein. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Nochmal eine 1.
Der hat eine große Klappe. Okay. Okay. Trotzdem. Alles Gute. Klein, der ist schon 180 cm und er ist 15. Oh. Na gut, akuter Asthmaanfall ist aber trotzdem nicht schön. Wir geben nochmal eine 1, oder? Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Okay, Speedrun. You heartless bastard. Did you Das ist keine Chance, Mann. babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Warte, mein Tag war super, Krüppelchen. Ich hab... Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. What Das a ist neu. fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stanley. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Jo, das ist neu. Also mein Tag war super. Arbeit war relativ schnell vorbei, sag ich jetzt mal. Und das Wetter ist super. Alles klar, Rukato. Danke für deinen Lurk. Oh, Küsti, du mit deinen Überstunden. Ja, jetzt haben wir nicht mal mein Chat hier voll. Ehrlich. Mach jeden Tag Überstunden, ja? Und lass dir mal Eier wachsen. Ich bin jeder zu früh zu Hause. Ich brauche keine Überstunden zu machen. Oh no. No, it can't be. Was ist das? Wo sind wir? It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh, What? thank goodness, Stanley. What a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okay, I think this will be just the thing. What?
Gott. Wonderful. See, this is exactly what I Deine had in mind. STI 92 spendet x50. Hier 50 Bits, damit sich deine Minusstunden auch lohnen, du faule Sau. Menge viel Urlaub. Danke, man kennt das. Hast du. Du meinst jetzt ist normales Stanley Pelbe, Jefi? Ja, das habe ich gezockt. Bin ja gespannt, was jetzt Ultra Deluxe bedeutet. Und das ist neu. Das ist Rocket League. Verdammte Scheiße. Danke für deine 50 Bits, Küsti. Ja, weißt du, Küsti, weißt du, warum ich keine Überstunden machen muss? Ja? Weil ich meine Arbeit innerhalb meiner normalen Zeit fertig bekomme. Weißt du? Wenn du weniger trödelst, mehr arbeitest, schneller arbeitest, wirst du auch schneller fertig. Verstehst du? Das ist reine Logik. Aber danke trotzdem für deine 50 Bits. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Kann ich mal. Ich will einen Boost. Wo ist hier Boost? Okay, so what exactly do we do here? Let's see. There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Ah, ja. Ich liebe dieses Game. Nein, Rocket League. Ja, Rocket League habe ich sehr, sehr lange gezockt sogar. Komm schon! Aber auch heutzutage nur noch. Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable Ja, das ist auf jeden Fall. I work so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but if one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then sure. Hold on. What are you doing? Ja, ich wollte mal gucken, was da unten ist. What? Wo bin ich jetzt? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. We still have... Oh Gott. Also Rocket League spiele ich heutzutage wirklich ganz, ganz selten dann nur Rumble Mode. Das macht mir noch Spaß. Sind viel zu gut geworden. Wie die durch die Luft fliegen, ja, und den Ball in der Luft halten mittlerweile, das ist so krass. Ey, hör auf, gegen meinen Bot zu springen, Küsti. Kriegst einen Timeout. What? What? Ich falle. Das ist der VR Firewatch, auch sehr empfehlenswert. Okay, das kenne ich gar nicht. Ey, kannst du das an Discord mal schreiben kurz, Jefi, bitte? Einfach in den Chat oder so, Firewatch, damit ich es nicht vergesse. Ich will mir das mal angucken. Oh, what? Dieser Part kommt mir irgendwie bekannt vor. Hallo? Ist hier jemand? Ja, eigentlich die ganze Zeit seine Tastatur in der Hand. Oh, wenn ich nichts machen kann, gibt er einfach auf die Tastatur. Nö. Hier kannst nichts machen. Sorry. Was ist hier? Hier was machen? Was ist denn hier? Hier ist eine Tastatur. Hallo? Wie viel Uhr ist es?
SpongeBob 1. Oder? Ja. Oh, what? Wo bin ich I jetzt? wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait. Ich auch. Ich kann sehr lange warten. Weißt du, und meine Geduld ist echt, boah, ja, ne? Also, ich sag nur Mega Man Fight, ne? Dankeschön, Jefi. Wie sieht's denn eigentlich mit Sonntag aus? Box 2 Level in... Ja, wie sieht's eigentlich Sonntag aus? Sonntag ist Koop-Stream mit Küsti. Die Küsti 2. Sehr wahrscheinlich. Nee, ich sag's nicht, oder Küsti? Aber wir kommen dem Ende immer näher. Und danach zocken wir, glaube ich, noch einen Donkey Kong Teil. Ich glaube, den Dreier wollten wir dann zuerst machen, ne? Exakt. Wieso? Ey, Küsti, niemals, niemals. Küsti, ich hab dich lieb. Ich brauch dich. Wirklich. Erstmal 24 Stunden Video machen, weißt du was? Ja? Kümmer dich um deinen Scheiß. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Boah, ich bin überall verstochen, ne? Mich juckt's überall. Kennt ihr das? Ich bin ein richtiger Mückenmagnet, was sowas angeht. Ah! Ich habe einen Input gemacht. Wir gehen mal hier hinten noch gucken. No matter, Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ja, lass mich doch mal ein bisschen gucken. Stress mal nicht. Was soll das? Schaff doch mal ein bisschen dein Spiel hier. Stanley clicked on literally every single door in the office, because he doesn't pick up well on cues from his environment. Oh, halt die Klappe. Wisst ihr, was ich jetzt gemeint habe? Er hat... Oh, New Content. Guck mal. New Content. Dankeschön. Dankeschön. Das ist doch mal eine Tür, die ich gebrauchen könnte. Endlich mal. Ich will... New content? Ja. What does that mean, new content? Ja, das bedeutet bestimmt Ultra Deluxe. Okay. Wir haben 2 Wege. Waren die Texturen original eigentlich auch schon so bescheiden? Ja, die waren noch schlechter sogar. Ich finde, sie haben es ein bisschen überarbeitet sogar. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Das ist ja mal super cool. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over.
Please, step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable, Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Und ich auch. Und ich erst. Lass... Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Ja. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Right, kid. Do you speak English? I can try it. Initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe. Mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. But only a German streamer. But you have a question? Then go on. Sorry. All right, let's see. It's the jump circle? Jump Circle. Okay. Ich kann springen? Das konnte man vorher noch nicht. Das war's? Nicht mal irgendwie Feuerwerk oder so? Na gut. Are you new? Yeah, Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? I stream 7 months on Twitch. Goodness, another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Das sind große Töne, wo du da spuckst, Junge. Thank you for enjoying the new content. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fanbase rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Nee. Ich will neue Content sehen. Ich will neue Content sehen. Holy? Was? Okay. Das ist auf jeden Fall neu. Ich denke mal,
Metroid Dreads auch. Nein, kein Problem. Kissy, du sowieso nicht. Ganz und gar nicht. Alles gut. Das weißt du. Aber ich bin echt gespannt auf Metroid Dread. Ich hatte schon gemeint, ich hätte es verpasst, dass du es durchgespielt hast oder so. Das ist schon ein bisschen länger her, ne? Wo du das gespielt hast. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Ich meine, das ist jetzt schon verlockend, ne? Leute, wo gehen wir hin? Gehen wir in den Vent oder gehen wir hier in die Tür rein? Ich weiß nicht, was passiert. Das ist komplett neu. In den Vent bitte? Okay. Letzte Woche. Ich will den Schraubenschlüssel mitnehmen. Habe ich es nicht mitbekommen. Ja, der Erzähler ist echt geil. Der passt echt so gut zu diesem Game und der macht es echt so gut. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Das sieht... What? I call it the Memory Zone. It's where I'm storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Das hast du aber schön gemacht. Gefällt mir. Kann ich auch außerhalb des Zauns laufen? Ich will mir das mal angucken, was du da gemacht hast. Okay. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Oh, das sind die Preise und alles, was sie gewonnen haben für das Game. Oder? Oder auch nicht. Good Times. Ah ja, das war noch Zeit. Oh. Oh, könnt ihr euch noch an diesen Raum erinnern? Ah. Oh, guck mal hier habe ich gearbeitet. An meinem Platz. Und da unsere erste Begegnung, unsere erste Wahl, die wir hatten. Schön. Sogar Postkarten gemacht. Er ist echt Mühe gegeben. 20:13 Uhr, was auch immer. The Stanley Parable. Buy on Steam. Or download the demo for free. Okay. The Stanley Parable Demonstration. Ich glaube, ich muss die Demo spielen. Das ist bestimmt auch noch irgendein Secret. New video call releasing today. Academy Award. Nice. Das spoilere ich euch jetzt nicht, was das ist.
Little Stanley. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new element. Nicht weinen, bitte. Nicht weinen, bitte. Es tut mir leid, dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Die Demo ist ein komplett eigenes Spiel. Muss dir unbedingt geben. Boah, das ist Stanley Parable. Das ist so typisch, ne? Okay, dann auf jeden Fall. Memory Zone. Maintenance. Okay. Your number is... Das kenne ich nicht. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Ich finde das schon krass, ne, dass sie durch die Re-Reviews die Ultra Deluxe Edition jetzt hier gemacht haben. Kann ich hier rein? Serious Room. Du kannst nicht springen. Ich habe gerade eine Errungenschaft, ich habe die ganze Leertaste gedrückt und jetzt habe ich eine Errungenschaft bekommen. Du kannst nicht springen. Nice. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Habt ihr auch Probleme mit One Commission? Kann ich nicht anmelden. Nee. Da kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen, Chelsea. Ist das Portal? Oh, Minecraft. Minecraft-Welt. Ja, das ist so cool gemacht. Wie die Leute, die es vielleicht jetzt nicht kennen, nicht so, aber ich find's gerade echt cool. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Das werden wir rausfinden. Aber was ist hier? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Die Steam Reviews. Okay. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art.
I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Nice. Nice. Du bist lustig, keine Sorge. Ich habe mich totgelacht im ersten Game. Wirklich. Der Humor ist grandios. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass die Ultra Deluxe Version rausgekommen ist. Falls du mich hören kannst. Was ist das hier? Nichts. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Ach Quatsch, nein, nein. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Ich krieg gerade so ein schlechtes Gewissen, dass ich kein Review geschrieben habe, Stanley Parable. Creepy. Okay. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. Was? Skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Ich will keinen Skip-Button. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245.
that the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... Wie lang geht das? And the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time. Ey, wiederholt sich immer wieder, ne? Once, so, now you see, blah 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 Das blah loopt. blah blah blah. Ja, aber ich hab vielleicht gedacht, irgendwann hört er auf. Can't be just yet, no, until 245. Ah, come on. The logic of elimination. Oh, you're back. Leute, ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Sorry. Machen direkt gleich weiter. Ich bin in circa 5 Minuten nochmal da. Ja, ihr holt euch auch bitte was zu trinken, was zu snacken. Ja. Und dann geht's gleich genau hier weiter. Ich bin gespannt, was passiert. Bis gleich. Oh, no. Sorry. Ach, Christine. Da geht er nochmal. Er ist auch schon wieder weg. Da geht er einfach nochmal. Bestimmt. Liebe mich. Guck mal, was ich geschenkt bekommen habe. Die sind aber schön. Dankeschön. Wollt sie? 5, 4, 3. Oh Mann, hast du ein Delay? Holy fuck. Check mal. Oh, da kommt er. Delicious. Oh, Sonne bleibt nicht stehen hier. Immer weiter. Ja, genau. Warte, bis er zur anderen Seite geht. Ach, geht doch. Warum gehst du weiter? Bist du behindert? Da ist doch ein Block. Da musst du nochmal zurückkommen. Sorry, bist du scheiße. Ich wollte nicht mehr behindert sein. Sorry. Genau, behindert sagt man, nicht behindert macht man. TH, du schaffst das doch nicht jetzt etwa, oder? Du erwischst immer die guten Clips. Ja, immer die mit dem Lörres. TH, du hast geschafft. Die H, du sagst ja gar nichts mehr. Die H, bist du da? Lebst du noch? Ich höre dich nicht. Ich nicht. Weinst du gerade? Ich weiß nicht. Ich nehme Blau. Blau ist natürlich meine Lieblingsfarbe. Bitte. Blau hat mich noch nie im Stich gelassen. Oh, jetzt machst du das erstaunlich gut. Hör auf bitte. Nichts sagen, bitte. Und du verstehst. Nein, TH!
So, liebe Leute, da bin ich nochmal. Ich hoffe, ihr auch. Steigen wir direkt nochmal ins Game ein. So, wir haben geskippt. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are or were or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your Greek gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made in fact make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look, I have a method for exactly this sort of situation. And I do find myself in this situation frequently. Sollen wir skippen? I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. 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 Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular so that it reads as something more beneficial. Something along the lines of, this game is the best game. Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. The additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved has itself been Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes?
It's not unendurable by any means, but well, there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait. Lass mich was anderes machen, wie in diesem Raum einfach nur den Skip. Wasn't there a door? Ja, wo ist der Raum? Wo ist die Tür? Certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think one can enter a room without a door of some sort, or a window, or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Ja, wo ist sie? Can you maybe just ram your way through a wall? Okay. Possibility that you could say slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door. Dann gib mir eine Tür. Open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise. You just need to not do anything. Don't press the skip button. Please, please, please do not press the skip button. Just wait here for me, and don't press the skip button. Got it? Yes, good. I'll be right back. Wird nicht wiederkommen, oder? Wird er wiederkommen? Oh, ich will's wissen, ne? Ich weiß, der labert nur Scheiße gerade. Oder er zwingt mich ja dazu, den Skip-Button zu drücken. Aber ich will wissen, was sonst noch passiert. Ich habe von Stanley Parable viel gelernt. Und zwar, dass alles wirklich sehr überraschend ist. Ich drücke. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God. Da ist doch immer ein Geräusch. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting Das ist ein Geräusch. just sitting here, not a single person to speak with. And you'd think that that's Jetzt ist es dunkel. how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. Hallo? Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. Lass mich raus. Wo kommt das Geräusch her? Da ist irgendwas. Ja, was piepst hier?
they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency. Shut up. Was passiert hier? Ich will hier raus. Wo kommt dieses Geräusch her? Evi, hilf mir. The end is never the end, 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 is never the end. Never the end is emotional damage. Never the end is never the end. It's never the end. It's never the end. It's never the end. End is Jetzt höre ich das Geräusch nicht mehr. Ach, Reini. Reini, servus. Wie geht's dir? Schönen Feierabend. Oh, what? Was ist passiert? Was ist passiert? Komme ich jetzt irgendwie hier raus? Bei mir ist alles super. Bei mir ist alles super, Reini. Danke dir. Geht einigermaßen. Hört sich nicht so toll an. Alles super. Reini. Ein kleiner Reini. Wenn ich dir gute Besserung. Drücken wir nochmal drauf, ne? Licht. Ich frage mich, wie alt Stanley jetzt ist. Doch, wie wir schon drauf gedrückt haben. Boah, dieses Geräusch. Wo ist das verdammt nochmal? Ihr hört das doch auch, oder? WhatsApp geht nur bei mir. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Mal hier. Wie cool. Schön, dass es noch geklappt hat. Chelsea. Dann macht dunkel. Und hier ist nochmal alles weg. Wenn ich nur wisst, was das Geräusch hier macht. What the fuck? Chasey. Holy shit. Das war echt ein krasser Jumpscare. Was war das? Hallo Salzweh. Ihren schönen guten Abend. Wie geht's dir? Hat zur Szene gepasst, ja. Ja, das war echt nicht schlecht. Das gebe ich zu. Wow.
Okay. What's happened? Ich komme auf jeden Fall raus. Und hier ist Wüste. Okay. Leute, ich brauche nochmal eine Entscheidung. Draufdrücken oder hier weitergehen? Gut, kommen von der Theaterprobe. Oh, cool. Ich hoffe, es ist alles gut verlaufen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schön, dass du eingeschaltet hast hier. Mir geht's super. Kennst du auch Stanley Parable? Salzfee. Lurk legen und ich aus der Ferne. Alles klar, Reini. Danke für dein Lurk. Mach's dir gemütlich, mein Lieber. Okay, was ist jetzt passiert? Oh mein Gott. What the fuck? Was ist gerade passiert? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ja. Und klar schalte ich die Zeit ab. Dankeschön, sonst wird das freut mich. New Content. Jetzt mit einem neue Neonschild. Sollen wir da nochmal reingehen? Ihr dürft gerne mitentscheiden. Immer rein da. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Ja, aber kriege ich jetzt das Ganze nochmal? New Content. Ich bin gerade... Okay, Yifi, ich vertraue dir. Ich wollte gerade fragen, ob das jetzt nochmal dasselbe ist, oder? Aber anscheinend nicht. Wenn es New Content ist. Okay. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Oi! Okay, das ist nicht mehr Ultra Deluxe. Wir sind jetzt bei Stanley Parable 2. See, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Ja, vielleicht war sogar die Idee da. Also Ultra Deluxe ist ja cooler wie 2.
Obwohl ja 2, in meinen Augen, wenn man es 2 nennen sollte, ein komplett anderes Game sein sollte. Weil das ist ja mit dem 1er verbunden, das Game hier. Nice. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Okay. Ich bin gespannt. This way to the show floor. Was, wenn ich den Weg gehe? Schade. New features. Show me. New content was. Okay. Here we are. Go on, try out some of the new features. Was haben wir denn hier? Merch. Ich will Merch. The button that says the name of the player that is playing the game. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Alles klar, Krüppelchen, dann mach's gut, ja? Vielleicht noch bis später. Wenn nicht, wünsche ich dir und deiner Family noch einen schönen Abend, ja? Schöne Grüße. Und alles Gute, ja? Too big, too small, just right. Finde ich auch. Jetzt bin ich gespannt. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Aha. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Hallo Leute, mein Name ist Jim. Wie geht's euch? Willkommen hier zu meinem Stanley Parable Stream. Ich hoffe, ihr seid alle gut gelaunt. Jim. Yes, you see? What a thrill, what a rush. Hallo Salz-P. The button described you. Do it again, do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Jim. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away.
Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Ey, das ist Jim-Knopf. Der Jim. Mm. Ah, komm, ich mach den Effekt aus. Komm ich nicht mehr ran. Das ist ja out of bounds. Das ist dein Ernst jetzt. Wo ist er? Ah, ist ja bestimmt ein Stockwerk unten drunter, oder? Hier? Hallo? Nee? Will ihn nochmal drücken? Okay. Ich darf wohl nicht. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable too. That would actually save me the work of finishing this feature. Okay. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Einstellung Weltmeister, unendliches Loch, Gratis-Erfolg. Free New plus Easy Achievement. Leute, wo geht's hin? Wo sind wir hin? Weltmeister natürlich. Okay. Unendliches Loch. Okay, jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt muss noch einer stimmen. Hier. Ach, ihr Lurker. Achievement auch, Jevi. Das war ja klar, dass du das jetzt sagen musst. Oh Mann, ey. Nicht mal im Pool auf. Jevi, das kannst du auch machen, glaube ich, ne? Und Pool machen. Ach Leute, ich gehe... Zwei für Weltmeister, dann habe ich gewonnen, okay? Ja, so. Okay, es sind wohl 2 Stimmen für Weltmeister, Leute. Einstellungen, Weltmeister. Ist geschlossen. Ach, dein Scheiß Ernst, Mann. Okay. Salzfee, dann darfst du jetzt entscheiden. Unendliches Loch. Daisy sagt, okay. Unendliches Loch. Ist das jetzt hier? No screenshots, please. Ja, Capturen ist ja kein Screenshot, ne? Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Das war jetzt nicht das unendliche Loch. Ich mach mal einen Screenshot einfach.
Get well someday. Happy 12. Geburtstag. Step nice. Das sind Luftballons. Die sind Luftballons. Ihr dürft nochmal entscheiden, Leute. Ich habe das auch mit dem Pool noch nie gemacht, dieses Pool-Tool. Das sollte ich mal vielleicht demnächst mal wirklich angucken. Das wäre vielleicht hilfreich. Get well someday oder 12. Geburtstag? Das sind Kapitalisten! Kapitalistenschweine! Läuft! Läuft! Also Kapitalisten, dann machen wir 12. Geburtstag. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. Kann ich ihn noch drücken? Nein. Schade. Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. Okay, wir gehen jetzt in den Infinity Hole. Okay? Okay. Infinity Hole. Wow. Oh, ist das eine coole Maschinerie? Guckt euch das an. Wie krass ist die denn? Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Ja, die Maschine gerade abgestellt, oder? Yeah, hole more, hole and more. Das ist so gut. Okay, let's go. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Gott. Hui. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Okay, Stanley. I don't know quite how to say. Oh, es geht echt immer weiter, ne? Es wird immer kleiner. Exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's oh, what? Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, schäm dich, Mann. The issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Nein. Ey. Werd jetzt nicht frech, Junge. There. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Du bist so ein Fake Newser wie Küssi, ne? Ehrlich. Fake News. Immer überall nur Fake News.
guck, das sind nur Kippen und alles. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Sollen wir nochmal runterspielen? Das war ja eigentlich lustig, oder? In der Bildscheibe von mir. Runter. Oh, for heaven... You see? I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Oh? Did the hole Yeah. seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Das wäre ein tolles Game, wenn man einfach nur eine Stunde lang fallen würde, bis etwas passiert, oder? Mal ehrlich. Besser wie Boshi. Besser wie Boshi. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so Nochmal, nochmal, nochmal. and I've had enough of the hole for a lifetime. Okay, nochmal, nochmal. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... What? Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Und nochmal, irgendwann ist es weg. Bestimmt. Bestimmt. Well, there it is. Oh. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, even a very aggressive divot. Okay, let's go. Jetzt macht's aber keinen Spaß mehr. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Das Geile ist, ich kann ja nicht springen, ne? Ich muss den jetzt nutzen. Hallo? Is the Nee. teleport button not working? Nee. Ja. I really don't have an explanation. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the Nein, hole, das macht keinen I get to Spaß do so. literally anything else. Take care, Stanley. I hope you Bleib and the hier. hole have a wonderful rest of eternity together. Bleib hier. Bring mir was von Magus mit. What? Haben wir das durchgespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich komme hier nicht raus. Aber... Okay. Tschüss. F, ändere deine Perspektive.
So episch. Guckt euch den an. Den armen Jim. Hier auf dem Weg. Zum Mittelpunkt der Erde. Auf! Guckt euch ihn an. Ändere deine Wahrnehmung. Okay, andere Wahrnehmung. Ändere deine Realität. Okay. Was geht hier ab? Stronger. Now you're no longer using up the space of my. Was geht hier ab? My head strong. Ändere dich selbst. Da brauche ich aber dann. What the? Oh, Puppies! Oh, so einen will ich auch haben. Ich will echt so einen haben, Leute, irgendwann. Genau so einen. Emotional damage! Was geht hier ab? Ich hab keine Ahnung, Jay-Z. Was? Was geht hier ab? Ja, hilf mir! Oh good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole. And I'm looking... Nee, lass mich bitte hier raus. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Nee, lass mich raus. Bring mir diesmal bitte was vom Meckes mit. Wenigstens. Komm schon. Oh, jetzt geht das wieder runter. Oder? Hallo? Oh Gott. Das stimmt. Das stimmt, Salzvieh. Aber das ist auch das, was das Spiel ein bisschen ausmacht, ne? Here we are. Go on. Try out some of the new features. Okay. Anscheinend ist das hier immer... Das ist der neue Content jetzt. Wenn ihr den alten Content gerne sehen möchtet, macht das bitte alleine. Weil für mich ist es halt irgendwie blöd, wenn ich das nochmal durchspiele, weil ich ja schon weiß, was passiert alles. Aber holt euch das Game. Es macht wirklich eine Menge Spaß. Ihr seht's ja. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Einsatz zu tun, seit wir hier sind. Ja? Gar nichts mehr. Okay, wir gehen jetzt mal zu diesem New Easy Achievement. Ja, das war zu viel LSD, nicht nur, oder? Da war ja alles. Richtiger Droge, Cocktail, Punchmix war das. Pull the lever, reserve your new achievement, no more steps. It's just work. Get yours right now. Okay. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, wir werden gucken, ob hier ein Achievement, damit muss ich hier kurz zur Seite gehen.
Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully... I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the... Ja. To at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Okay. Ach Mist. And now? Hallo? Was ist das jetzt? Ehrlich, er hat mich komplett verarscht, was das angeht. Oder wie? Da muss doch noch irgendwas sein, oder? Das kann nicht alles sein. Bitte. Anscheinend schon. Na gut. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Jump Cycle haben wir. Collectibles. Oh, what? Was ist das? Das ist ja mal hübsch. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all. Oh, what? Was ist das? Want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up? You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Oh, okay. Wissen wohl 6 Stück finden. Und ich denke, die sind dann halt hier überall versteckt, ne? Okay. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Expo Hall 2 Guide. Jump Cycle. This map. Free achievement button that says the name of the player that is playing the game. Merge. Ja. Setting World Champions. The Stanley Parable. So Rents Bucket. Okay. Gehen wir mal hier rüber. Ah. Hier waren wir noch nicht, ne? A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting.
You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Yes. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Okay. Wir haben einen Eimer. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Oh, kennt ihr ein Spiel mit einem Eimer? Also eine Ego-Perspektive, wo ihr einen Eimer trägt? Das ist echt eine gute Frage. Ja, das war das. Oh, Dekoration. Ja, super. Stanley Beruhigungseimer. DOTs kannst du einen Eimer tragen. Oh, okay. Okay. Habe ich noch nie gespielt, tatsächlich. Was machen wir jetzt mit dem Eimer hier? You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Hätte ich mir diese Sprünge aufgehoben, oder? Das, wo man Raumstationen reinigen muss, in denen ein Kampf stattgefunden hat. So, Raumstation. Das kenne ich auch. Oh, Moment. Ich kenne aber noch Whiskers. Nee, nicht Whiskers. Whiskera. Whiskers. Whiskera Cleanup Detail. Genau. Eevee. Das habe ich selbst auch noch nie gespielt, aber ich habe es letzt, ja, unser nächstes Game nach Stanley Parable wird Shadow Warrior sein. Und das war ein Bundle mit Whiskera Cleanup Details Shadow Warrior. Und Shadow Warrior werden wir auf jeden Fall spielen demnächst. Da bin ich auch echt mal gespannt. Was mache ich jetzt mit diesem scheiß Eimer? Ich weiß nicht, wo waren wir noch nicht? Was hast du gemeint? Ach so. Ach so. That's new. Show me. Ja, da waren wir doch schon. The button says Gym. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir werden da auch, glaube ich, in der nächsten Folge dann direkt schon mit Shadow Warrior anfangen, weil ich habe so das Gefühl, dass das hier wirklich so ein Game ist, das spielst du für dich selbst. Ich mal einen kleinen Einblick jetzt drin gehabt, ja, und so, aber ich glaube, das ist wirklich so ein Game, das spielst du eher für dich selbst. Ja, was mache ich mit dem scheiß Eimer jetzt, Evi? Kannst du mir das sagen? Servus Marcel, danke für dein Lurk, Mann. Aber dir geht's gut. Sprungkreis. Ist hier nichts mehr. Ist hier wirklich gar nichts mehr jetzt.
Collect them all. Ja, ich weiß nicht, ob wir das machen. On Stream. Vielleicht die Sicherheit und Geborgenheit. Ja, ich fühle es. Danke, Jefi. Ich hab dich schon ein bisschen vermisst, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ne? Hier ist jetzt gar nichts mehr sonst. Ernsthaft jetzt, Sevi, gibt's hier noch was? Oder weißt du das selbst nicht? Ernsthaft jetzt. Weil wenn werde ich, glaube ich, jetzt hier mit Stanley Parable aufhören. Wenn hier sonst nichts mehr zu sehen wird. Weil ich wollte nur die Ultra Deluxe Version mal gucken. Weil wie gesagt, es lohnt sich für mich leider nicht persönlich nochmal Stanley Parable, das Einsatz durchzuspielen, weil es halt, ja. Es fehlen die Reacts. Ich weiß schon, was passiert. Ja, und die Reacts sind halt wichtig in Stanley Parable. Kann ich ihn nochmal abstellen? Hier gibt es nichts mehr, aber der neue Content geht weiter. Okay. Wie komme ich hier raus? Das ist ein Exit. Ja, das habe ich gesehen, aber das ist doch zu, oder? Das war doch hier. Ah, Moment, man kann hier rum. Dumm, 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 dumm. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Ja, bitte. Ich bitte darum. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Well, okay. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on. Let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than... Kann man hier runtergehen? Da war doch gerade so ein Ding. All the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look.
Hey. Hey. Hey, das sieht nice aus, Dude. Gefällt mir. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. New content. Stanley felt the bucket calling to him, begging him to pick it up. Why was he not doing it? X 21 spendet X 200. What? Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Völlig gar. Danke für deine 200 Bits, Jay-Z. What the fuck? Vielen Dank. Ja, das ist auch der Sinn davon. Du wirst hier völlig gaga in diesem Game. Ich verstehe es auch nicht mehr so ganz. Weil es ist jetzt Stanley Parable 2? Oh, the bucket! Ich habe ihn nicht gesehen. Stanley picked up the bucket. Da fühle ich mich ein bisschen geborgen und nicht alleine. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Geh mal da rein. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Sie haben echt die komplette Story dann umgeschrieben. Nur wegen dem scheiß Eimer. Wir gehen mal in den Besenraum. Komm. Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Don't hand over the bucket. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh, no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient?
that your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never. Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments. Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Go through each of them point by point. Share your journal entries detailing the rich emotional landscape of your feelings for the bucket as they have changed and evolved over the years. Let him have it. Nee, das werde ich jetzt nicht machen. Wir haben ja nichts gemacht mit dem Eimer, ne? Okay. I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. There. Oh! Now it's settled. No more debate, no more discussion. Take a hike, broom closet, with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets in the natural order of things. Dankeschön. Jetzt sieht er viel hübscher aus, oder? All Finde right. ich. I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see? I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications. Okay. Gut jetzt. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Ich will die Maschine This is anmachen. certainly the most logical explanation. Mit dem Eimer. The elevator raced downward, plummeting towards an unknown fate. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Ja. Solange ich den habe, ist alles gut. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place Escape. hold? Stanley and the bucket both wondered. Sorry, Yiffy. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Escape ist gut mit Mr. Bucket. Vielleicht Was machen wir the das noch bucket mal. under the mind Next control reset. facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. Das ist so krass, No! ne? He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Das ist so Here was gut. the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in,
Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Nee, wir machen es an. But at the last second, the bucket jumped in and pressed the button to turn on the controls. Stanley gasped in horror. Had this been the bucket's plan all along? To take over the machine and claim the power for itself? How could the bucket have betrayed him like this? Stanley was prepared to throw the bucket away in disgust when suddenly an image appeared upon the enormous screen. Birds. What? Silly birds. The control buttons became active again. What? Stanley flipped through one video of silly birds after another, and then it dawned on him. This wasn't a mind control facility at all. It was a facility for monitoring and surveilling silly birds all over the world. What? The mind controls were only a facade to disguise its true intentions. Had the bucket known this all along? Stanley marveled at the metal genius in his hands, the one who had pointed him towards this incredible discovery. Stanley and the bucket never found freedom because they spent the rest of their lives here in this place, flipping through live streams of the silliest birds imaginable. Of all the possible paths his life could have taken, this one was surely the best. And Stanley was happy. Okay. Okay. The end is never the end, is never the end, is never the end. Ja, ich werde da auf jeden Fall nur eine Folge draus machen. Es ist wirklich ein Game, das spielst du für dich alleine. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oh, with the bucket. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Still no one was here. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Und jetzt Speedrun. Wie kann man so ein Game überhaupt Speedrun? Wie gesagt, ich versuche hier euch immer, zu erklären, was für ein Game das ist oder sowas. Und ihr merkt selbst, ich habe keine Worte über das Game. Ich kann nicht beschreiben, ich kann das Gameplay einfach nicht beschreiben. Aber ihr seht jetzt so langsam, wo drauf es hinten hinausläuft, ja? Und wie willst du denn das jetzt Speedrun? Alle Enden? Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Wir werden jetzt sterben. The door behind them was not shut. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Speedrun ist sogar ein What the fuck?
Really? Speedrun. Schließe das Stanley Parable in unter 4 Minuten 22 Sekunden ab. What? Was? Wie geht denn das? Wie geht das? Was? 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 Nachdem ich es in 4 Minuten und 15 Sekunden einfach ausschalte, sagt Elektrohexe. Das war eigentlich nur ein Joke mit... Ja, ich weiß, Chase, aber wie, what the hell? Wie viel hast du die Errungenschaft? Jetzt werden wir sterben. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket, but what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself, and he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Sorry. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end as it was crushed violently to death. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Nein. Nein. Ach, wie cool. Der Eimer heißt Sie willkommen zur großen Ausstellung. Sie stehen am Abgrund des Wissens. Ähnlich wie ein Eimer ist auch der menschliche Verstand oft leer. Eine höhenartige Leere, aber durch die Absorption des Ausstellungsstücks vor ihnen wird der Geist voll bereichert und fundiert. Die Kenntnisse über den Eimer und seine Geschichte sind das einzig wahre Wissen, das wir wirklich haben. Werden Sie das, was Sie hier lernen, mit in diese Welt hinausnehmen? Werden Sie aufgeschlossen akzeptieren, was an den Informationen in dieser Ausstellung herausfordernd sein mag? Werden Sie das Leben von sich selbst und Ihren Liebsten als Folge dieser Ausstellung verändern? Oh Gott, was passiert hier jetzt? Oder werden Sie die Augen verschließen und weiterleben, wie bisher, in Unwissenheit und Dunkelheit? Holy shit, was will die mir jetzt zeigen hier? Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? 25, das sind doch mehr wie 25. Wie 25 Eimer, das sind doch... What? Die größte Anzahl an Eimern, die jemals von einer... Oh Gott, wer war das? Oh, Olli. Servus, wie geht's dir? Eine von die größte Anzahl der Kamera festhalten wurde. Der Fotograf erlitt mehrere Wochen lang einen katatontischen Schock aufgrund der Euphorie, die er beim Anblick so vieler Eimer auf einmal empfand. Oh, dieses Game. Dieses Game. Ein Eimer mit 2 Henkeln. Dieser Eimer ist mit 2 Hängen abgebildet. Eine solche Konstruktion wurde in der Realität nie hergestellt, da sie als zu gefährlich und waghalsig experimentell eingestuft wurde. Jedes Jahr wurde Dutzenden hingerichtet, nur weil sie versucht haben. Inferno-Eimer, einer...
Nachbildung des Inferno-Eimers, der im Mittelalter eine so große Anziehungskraft ausübte, dass Dutzend von Nationen gegeneinander Krieg führten, um die Kontrolle über ihn zu erlangen. Milliarden von Menschen starben und trotz allem bleibt die einfache Tatsache bestehen. Niemand kann einen Eimer kontrollieren. Das Schweine gleich. Das ist denn eben das Distress Bucket. Eine Analogie. Very negative, okay. Was kommt raus? Coping Strategy Holds. Rest and Relaxation, doing something you enjoy. Rest and Relaxation. Der Stresseimer, ohne Kommentar. Höhlenmaler. Wir wissen zwar, dass es Eimer schon vor der Existenz der Menschheit gab, aber wir wissen nicht, wie lange zuvor. Diese Höhlenzeichnung zeigt, wie der frühere Mensch den pragmatischen Nutzen des Eimers entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt gab es den Eimer wahrscheinlich schon seit mehreren Jahrtausenden. Auf dieser Zeichnung ist zu sehen, wie der Eimer die Benutzung einer selbst zulässig, nach er die Menschheit für würdig befunden hat, seine Schätzung zu nutzen. Wir werden so viel über Eimer lernen in diesem Game, also es lohnt sich echt. No man can own a bucket, and certainly not a bucket as dazzling to behold as this one. It is man who should kneel before the bucket. Oh Mann. Der hängende Eimer. Dieses Stück symbolisiert die notwendige Beziehung zwischen Eimer und Menschheit. Wie klar unser Verständnis des Eimers auch sein mag. Es gibt noch mehr, das stets außerhalb unserer Reichweite liegt. Dieser Abstand ist unweigerlich zu unserem eigenen Besten. Oh. Oh. Ich habe ihn genommen. War das legal? But there is something we can do. Something we can do together, you and I, that will right this terrible wrong. Oh nein. Let Stanley die. Let him be crushed by the machine. Don't reset the game. Don't give him another opportunity to run off with another beautiful bucket. We can save the world's bucket. It's from their treatment as tools and implements. If only we let Stanley die together. The bucket shall take its place as ruler, as leader, as commander of a new world, a new vision. Tschüss. Das war's, ne? Jetzt kann ich nichts mehr machen, ne? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Okay, okay. Wir leben nochmal. Leute, ich glaube, wir lassen's. Jetzt mit Stanley Parable. Ultra Deluxe Edition. Freut euch das Game. Wirklich. Es ist ein fantastisches Game. Es macht eine Menge Spaß. Hops. Hab ich jetzt den Facts reingemacht? Einfach nur krass das Game, oder? Naja, nicht. Das stimmt. So, ja, ein paar Minuten haben wir noch. Ich mach mal hier. So. Leute. Was ich jetzt vielleicht euch noch erzählen kann, ist, dass demnächst ein kleiner Merch-Shop erstellt wird. Größtenteils nur von meiner Frau THXel. Da könnt ihr endlich auch das T-Shirt selbst kaufen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich kann euch nicht sagen, was es kostet oder so. Das müssen wir selbst noch gucken. Und ja, was können wir noch machen? Ist die Frage.
Eine Runde Boschi? Habt ihr noch Bock auf eine Runde Boschi? Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr so ganz. Wenn nicht, mache ich gleich aus und raid euch. Einfach. Oh. Was sagt er denn, Nefi? Warum Oho? Ja, Merch. Ja, auf jeden Fall so ein paar Artikel. Ich meine, die Nachfrage, wirklich, ich habe sau viele Fragen nach diesen T-Shirts und es macht mich echt happy, ja, dass so viel nach diesem T-Shirt nachfragen. Was ich da manchmal anhabe, das ist momentan in der Wäsche. Aber ihr wisst, glaube ich, was ein T-Shirt ich meine. Aber ich kann euch nicht sagen, für wie viel ich das raushauen kann. Und deswegen wartet mal dann noch ein bisschen ab, so, ich denke mal so 1-2 Wochen noch. Und vielleicht auch schneller, ich weiß halt nicht. Wie gesagt, zum größten Teil macht das alles die Elektrohexe. Ich werde mich verkrümeln. Danke für die gute Unterhaltung. Danke dir, Reini. Wir sehen uns dann demnächst nochmal. Dieser THXel. Ja, wenn ihr nachfragt, wie gesagt, wenn Nachfrage da ist, ich kümmere mich darum. Ich versuche wirklich mein Bestes zu geben. Für euch. So, was mir vielleicht noch, was ich euch noch sagen kann, ist, ich war jetzt mal nicht so ganz sicher. Ich finde es schade, dass Gregorius jetzt nicht hier ist. Also, liebe Grüße, Gregorius, falls du die VOD auf YouTube guckst. Kein Problem, nicht, dass du nicht da bist. Aber, da ging es ja darum, dass wir... Wo hab ich's denn jetzt? Er hat sich Shadow Warriors gewünscht. Und ich finde... Das können wir ruhig mal spielen. Aber da habe ich jetzt mal so eine Frage an sich selbst. Ob ich noch mehr Boschi spielen will. Wollt ihr mehr Boschi sehen im Stream? Wir haben es ja jetzt durchgespielt. Ja, wollt ihr mehr Boschi sehen? Ansonsten mache ich immer so die jetzt da so 1-2 Wochen immer nur Boschi. Oder 3 Wochen, je nachdem wie es läuft. Und dann spielen wir Shadow Warrior. Das weiß ich halt jetzt noch nicht. Das ist eine Entscheidung, die ich eigentlich euch überlassen wollte. Weil ich weiß, viele haben wirklich Bock auf Boschi. Ansonsten habt ihr noch irgendwelche Spielevorschläge? Ich kann euch ja mal kurz den Trailer zeigen von Shadow Warrior. Für die Leute, die es nicht kennen, aber es ist schon... Es ist bekannt, ne? Und es ist halt schon ein bisschen älter. Es ist von 2013, genau. Ja. Gucken wir mal kurz in den Trailer rein. Wo hab ich keinen Sound? Ah, I Sound turn müssen wir you mal into anmachen. pieces. Oh, Leute. Oh, shit. Ihr habt's gerade gehört, oder? Hat jemand von euch Shadow Warrior schon gespielt? Es geht gerade um ein rieses Problem. Und zwar die MCA nennt sich das. Ich habe gerade schon einen Song gehört im Hintergrund. Nein. Das ist immer so ein Problem, wenn du halt Spiele spielst, die DMCA-geschützte Musik haben, wie zum Beispiel Tony Hawk, ganz großer Titel, Need for Speed und sowas. Das ist immer ein Problem. Ich will keinen Ärger bekommen, deswegen. Da muss ich mich mal zuerst mal ein bisschen durchlesen. Leute.
Einstellungsmöglichkeiten. Ja, ich guck mir das auf jeden Fall an. Ja, ich guck mir das auf jeden Fall an. Ich meine, ich kann auch die Musik komplett ausmachen und irgendwelche zum Beispiel Game Jobs Musik anmachen, die ich hier immer im Hintergrund laufen lasse. Ja. Oder halt auch andere Musik, wenn das halt irgendwie passt und wenn das halt nicht das Gameplay halt wirklich, das Gameplay-Feeling halt kaputt macht. Da werde ich mich mal durchlesen. Ansonsten machen wir hier... Ja, komm, ich höre für heute auf. Wir machen jetzt am Donnerstag weiter mit I Wanna Be the Boshi. Am Freitag spielen wir sehr wahrscheinlich eine Runde Mario Kart zusammen, aber nicht bei mir on Stream. Sondern dann guckt ihr mal lieber bei den Kollegen dabei wie Yoshimitsu. So, bei wen rate ich euch heute? Hey, ich rate euch mal zu Sully. Ich habe euch schon so lange nicht mehr zu Sully. Das war immer so mein erster Raider, sag ich jetzt mal, wo ich immer gemacht habe, weil Sully Cubby Community ist wirklich nice. Da fühlst du dich echt geborgen, wie mit dem Eimer. Deswegen schreibt ihnen ein Hallöchen von mir. Das heißt von mir. Schreibt ihnen ein Hallöchen von euch. Und ich sage jetzt, Raid beginnt. Er spielt momentan Sekiro. Da gibt es sich momentan richtig zu schlagen. Vielen Dank, Leute, dass ihr heute nochmal alle eingeschaltet habt. Das freut mich echt sehr. Wir sehen uns, wie gesagt, Donnerstag zu I Wanna Be the Boshi. 17:30 Uhr geht's los circa. Und am Freitag, wie gesagt, schaut mit den Leuten vorbei, wie Yoshimitsu. Ich weiß jetzt nicht genau, wer noch streamt. Deswegen will ich jetzt nicht gerade noch irgendwelche Namen nennen und dann sagst du, hast gesagt. Ja, aber ich streame ja gar nicht. Yoshi weiß ich, dass er streamt. Und dann am Sonntag küsst die EKC 2. Ja, da werden wir auch so langsam fertig. Und dann spielen wir ein anderes Donkey Kong Country. Deswegen sagt mir, guckt auf meine Social Media Kanäle vorbei. Die Leute auf YouTube, gebt mal ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Und dann sage ich nochmal einen schönen Abend. Vielen Dank und bis Donnerstag. Ja, Dankeschön, Jaycee. Bis dann. Tschüss.